Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. Wie gesagt, es kam jetzt schon länger kein Video mehr. Tom ist aber auf dem Weg nach Kolumbien und bald geht's wieder weiter mit tollen Reportagen. Heute möchte ich aber trotzdem zu euch sprechen, für alle Leute, die an Auswanderung interessiert sind. Ja, schauen wir uns ein bisschen die Welt an. Ein Tollhaus in meinen Augen. Man muss nicht meiner Meinung sein, das mal vorweg. Aber wenn ich anschaue, was auf der Welt abgeht, Europa ist für mich ganz klar der Verliererkontinent in diesem ganzen Spiel. Europa, die Industrie geht den Bach runter. Politisch, was abgeht in Deutschland, ich darf mir das erlauben zu sagen. Ich habe auch einen deutschen Pass, bin halb Deutscher, halb Schweizer, auch wenn man es nicht hört. Für mich ist das nur noch ein Wahnsinn politisch. Der Nahe Osten brennt, Europa brennt, die USA brennt, also wo brennt es nicht? Das ist dann die Frage, wo man sich stellen muss. Ich berate ja Ausländer, also Deutsche, die auswandern wollen, Schweizer, die auswandern wollen, Amerikaner, die auswandern wollen. Viele kommen nach Kolumbien. Ich möchte hier keinen Werbespot machen für Kolumbien. Ich möchte zwar ein bisschen zeigen, warum mir Kolumbien sehr zusagt und ein bisschen ein Geheimtipp ist, mindestens für Europäer. Amerikaner haben Kolumbien schon längst für sich entdeckt. Jetzt aber, wenn man das Weltpolitische anschaut, viele wollen weg. Ja, in Europa, meiner Meinung nach, kommt es gar nicht gut. Und deshalb, wenn man auswandert, muss man sich schon fragen, will ich in Europa bleiben? Wandere ich nach Spanien aus? Ist es dort besser? Wandere ich nach Ungarn aus? Nach Portugal, nach Griechenland? Also die europäischen Destinationen, ja, ist es wirklich besser dann? Ich bin immer noch in Europa. Und die Schweiz, wir sind auch in der, ja, in der Zange der EU. Auch die Schweiz muss da bei vielem Blödsinn meiner Meinung nach mitmachen. Ich bin da nicht einverstanden. Ich weiß, viele finden das ganz toll, Gender und was weiß ich. Ist ja alles gut und recht. Jeder darf seine Meinung haben. Die Einwanderungspolitik in Europa, die Schuldenpolitik, die Kriegstreiberei, die Meinungsfreiheit, all die Sachen. Ich habe meine Meinung. Ich bin froh, bin ich weg. Also von dem her. Aber es gibt sicher Leute, die finden das fantastisch, diese Veränderungen, die fühlen sich pudelwohl. Ich fühle mich nicht mehr pudelwohl in meiner alten Heimat der Schweiz. Und auch wenn ich nach Deutschland gehe, stehen mir eher die Haare zu Berge. Ich bin da ehrlich und ich bin froh, bin ich weit weg von dem Ganzen. Hier in Südamerika interessiert sich kaum jemand für den Ukraine-Krieg. Ich weiß, in Europa haben die Leute wirklich Ängste. Das kriege ich 1:1 mit. Und ja, man sagt ja, weit weg vom Geschütz gibt alte Kriege oder so ähnlich. Und das stimmt. Jetzt muss man ein bisschen den Globus gesamtheitlich anschauen. Auswandern ist etwas sehr Individuelles. Für Leute, die jetzt, sage ich, sich nicht integrieren wollen in eine neue Kultur, die, ich sage jetzt mal, gewisse Interessen haben, vielleicht alleinstehende Männer oder so, ja, ich sage jetzt mal, dem vereinfacht der Parteiamax. Für den ist vielleicht Thailand super. Gibt natürlich auch Regionen, wo man nach Thailand auswandern kann, wo jetzt nicht Pattaya ist. Ich weiß einfach, in Thailand stürzen viele Leute ab. Es ist problematisch, sich zu integrieren, also es ist praktisch unmöglich. Kulturell sind da die Barrieren zu hoch. Die Sprache zum Bier bestellen, ich weiß, reicht's, aber wenn man mehr will, dann ist Thailändisch extrem schwierig zu lernen. Also Integration kulturell, sprachlich, eine echte Herausforderung. Für gewisse Leute mag das absolut okay sein und das ist auch schön. Geht nach Thailand. Für viele Leute, die sich integrieren wollen, die wirklich die im Leben leben wollen und jetzt nicht, ja, ein bisschen isoliert leben oder nur unter Deutschen dann, unter Gleichgesinnten, für die ist vielleicht Thailand dann nix. Philippinen, muslimisch geprägt, muss man wissen, ist wunderschön, alles, ist aber kulturell auch eine echte Herausforderung. Sicher, eben, wie gesagt, man muss verschiedene Länder anschauen. Wenn man weltpolitisch schaut, heute auch mit
China, den USA, also asiatische Teil da und Nordamerika auch nicht mehr überall ganz ohne, sage ich mal, muss man sich gut überlegen. Ähm, Dann haben wir noch, was bleibt übrig? Nordamerika mit Kanada. Es bleibt noch übrig Australien. Beide Länder haben relativ harte Einreisebestimmungen, Visabestimmungen, also nicht für jedermann geeignet, sage ich mal, um auszuwandern. Man muss auch sehen, ja, Kanada, Australien, also Australien sehr britisch geprägt. Ich war mal ein Jahr in Australien. Ich sage, ja, es war ganz okay. Sehr, auch europäisch, sehr britisch geprägt, wie gesagt. Zum Ferien machen wunderschön, Great Barrier Reef und so weiter. Ja, Ayers Rock. Wunderschöne Gegenden, wunderschöne Landschaften, alles wunderbar. Leben dort, einen Job nachgehen, nicht ganz einfach für jedermann, aber ist durchaus eine Alternative. Für viele aber sind die Einwanderungsbestimmungen, die Hürden zu hoch und schaffen das nicht. Kanada, glaube ich, ziemlich ähnlich. Wie gesagt, ich bin kein Experte für Auswanderung in Australien, Kanada und so. Ich kenne mich sehr gut aus in Kolumbien. Ja, Kolumbien für mich hat's gepasst. Kolumbien hat sehr viele Vorurteile, mit denen es zu kämpfen hat. Deshalb eben überlegt euch auch mal, was habt ihr für Vorurteile und stimmen die wirklich? Ja, und hört dann nicht auf jeden, der irgendwie einfach nur negativ ist. Negative Menschen braucht es in dieser Zeit nicht mehr. Das gibt schon genug Katastrophenmeldungen. Richtet euch ein bisschen an positive Menschen an, Leute, die es gepackt haben, die Auswanderung. Es ist keine leichte Entscheidung. Wie gesagt, ihr dürft mich auch gerne mal anrufen. Eine kurze Beratung ist absolut kostenlos, falls euch das interessiert. Ich habe einen anderen Kanal noch, auf dem zeige ich euch auch kostenlos, was für Bedingungen müsst ihr erfüllen für Kolumbien, damit ihr was für ein Visum bekommt. Wie ist es mit der Krankenkasse? Wie ist es mit den Steuern? Und so weiter. Das erkläre ich alles auf meinem anderen Kanal. Er ist in der Videobeschreibung verlinkt. Geht unbedingt da drauf, wenn euch das interessiert. Also für Leute, die wirklich auswandern wollen. Auf diesem Kanal stellen wir ja mehr ein bisschen Kolumbien allgemein vor. Kolumbien oder Südamerika ganz generell muss man sagen, ja, haben gute Böden, hier wächst alles. Ja, also, die können sich eigentlich selber ernähren. Die sind nicht abhängig, oder natürlich man ist hier weltweit immer abhängig voneinander. Von den Bodenschätzen her ist Kolumbien ziemlich autark oder könnte autark sein, wenn man jetzt in die Zukunft schaut. Also ich bin nicht angewiesen auf irgendwelche Gaslieferungen mit irgendwelchen Tankern da, die nach Deutschland fahren und Gas liefern. Wir haben hier Öl, wir haben hier Wasser, wir haben hier gute Böden, also relativ gute Voraussetzungen. Es ist, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich kostenmäßig etwa vergleichbar mit Thailand. Ich sage jetzt mal so ab 1300 Euro kann man einigermaßen anständig leben, 1400 Euro im Monat. Ja, also auch das, die Kosten sind sicher auch ein Punkt. Gesundheitswesen und so weiter ist alles eigentlich in gutem Zustand. Jetzt, wenn ihr auswandert, wie würde ich vorgehen oder was würde ich euch raten? Einerseits klar gibt es Auswanderungsberater. Da frage ich mich einfach nur, wie kann ein Auswanderungsberater in Europa, der vielleicht die Länder noch nie besucht hat, wirklich eine gute Auswanderungsberatung machen? Ja, wie kann ich 30 Länder beraten und war praktisch in keinem, habe schon gar nicht dort wirklich gelebt. Die verlangen relativ viel Geld. Ja, ob das dann wirklich gut investiert ist, muss jeder für sich selber wissen. Ich persönlich traue mir nicht zu, eine Auswanderungsberatung zu machen für Brasilien oder für Paraguay. Ich kenne es zu wenig. Kolumbien kenne ich gut. Eben über 600 Leute habe ich betreut. Aber jetzt reden wir mal ganz generell, wie würde ich vorgehen? Also einerseits würde ich, wie gesagt, mal sagen, ich schaue mir mal die Kontinente an, wo möchte ich sein, wo gibt es Konflikte, weil weit weg vom Geschütz gibt alte Krieger, sage ich immer. Hier haben wir nicht so Konflikte. Dann würde ich mal so Länder auswählen, die ich mal so vielleicht im Kopf habe. Und da auch vielleicht, schreibt mal auf, was habt ihr für Vorurteile? Zum Beispiel Kolumbien ist voll mit Vorurteilen. Hier herrscht Drogenkrieg, Gewalt, alles Mögliche. Ich sage nicht, es ist alles Gold, was glänzt hier. Also definitiv nicht. Aber viele Sachen sind reine Stigmas, völlig übertriebene
ja, ich sage jetzt mal Netflix geprägte Vorurteile mit Pablo Escobar und so weiter, dem ist schon lange nicht mehr so. Also vergesst mal die Vorurteile und dann geht wertneutral vor. Also schaut mal die Kontinente an, welcher Kontinent könnte euch gefallen oder welcher Teil der Erde könnte euch gefallen. Eben. Und dann macht eine Liste von euren 20 wichtigsten Kriterien, zum Beispiel Integration, Visabestimmungen, Gesundheitswesen, wenn ihr Kinder habt, Schulen und so weiter. Macht eine Liste von euren 20 wichtigsten Sachen oder Kriterien, die für euch persönlich wichtig sind. Die können für eine Familie anders ausschauen wie für einen Rentner und für einen Unternehmer wieder anders als ja für den Single, der auswandern will. Das ist sehr individuell. Also macht eine Liste mit den 20 wichtigsten Kriterien. Dann macht die Reihenfolge, das Wichtigste zu oberst, das Unwichtigste zu unterst in dieser Reihenfolge. Dann gebt dem Wichtigsten 20 Punkte, dem Zweitwichtigsten 19 und so weiter, bis ihr das Unwichtigste mit einem Punkt bewertet. Und dann geht verschiedene Länder durch und bewertet diese Kriterien. Ihr könnt dazu ChatGPT nehmen. Ziemlich wertneutral, obwohl auch nicht über alle Zweifel erhaben. Ich erkläre gleich warum. Und dann bewertet jedes Kriterium mit der Gewichtung. Macht eine Bewertung von 1 bis 10. 1 ist das Schlechteste, 10 ist das Höchste. Und dann zählt die Punkte zusammen. Und dann sagt ihr, okay, das sind jetzt meine persönlichen Kriterien, gewichtet, wie es wirklich ausschaut. Und da jetzt eben ChatGPT kann euch sicher mal einen großen Teil abnehmen, so allgemein, aber da müsst ihr wieder in die Details gehen. Ein Beispiel mit der Sprache. Zum Beispiel Kanada ist schlechter bewertet mit 7 Punkte als zum Beispiel jetzt Kolumbien mit Spanisch. Jetzt kann man sich sagen, ja, aber wieso? Ist doch Englisch. Und Kolumbien ist Spanisch, Englisch ist doch leichter als Spanisch. Stimmt, aber Kanada hat auch noch Französisch. Wenn ihr jetzt also nicht in den französischen Teil wollt, müsst ihr dort die Bewertung ändern, dann gebt ihr halt 9 Punkte mit der Sprache. Oder dann müsst ihr das übersteuern. Dasselbe, Sicherheit in Kolumbien. Ja, natürlich gibt es hier Regionen irgendwo im Dschungel, die sind total unsicher. Aber wenn ich nach Medellin gehe, wenn ich in eine Stadt gehe, wenn ich ja in die Kaffeezone gehe, da habe ich keine Sicherheitsprobleme. Ich sage, ich muss ja nicht dorthin und die Länder sind groß. Also ich glaube, Kolumbien hat etwa die Ausdehnung von Frankreich und Deutschland zusammen, vielleicht ein bisschen weniger. Aber eben, ich muss ja da nicht in diesen Winkel gehen, wo es Konflikte noch gibt. Eben, die Konflikte sind lange nicht mehr so, wie sie früher waren. Also gehe ich in eine Region, die sicher ist. Der ChatGPT bewertet das ganze Land. Also wenn ihr vielleicht mal eine Vorauswahl getroffen habt, dann von Ländern, dann geht weiter in die Details, in die Regionen rein. Oder auch Klima. Kolumbien hat sehr viele Klimazonen. Oder ich kann es ganz heiß haben, ich kann den ewigen Frühling haben, ich kann es aber auch kalt haben. Ja, jetzt kommt es halt drauf an, was sucht ihr? Sucht ihr 40 Grad? Habt ihr. Sucht ihr 20, 25 Grad? Habt ihr. Sucht ihr 8 Grad in der Nacht? Habt ihr auch in Kolumbien. Also, dann müsst ihr wieder in die Regionen gehen und dann das verfeinern. Und dann bekommt ihr vielleicht Länder raus, die ihr gar nicht gedacht habt, dass das eine Auswanderungsdestination für euch sein könnte. Eben, ich sage auch, die Amerikaner haben Kolumbien beispielsweise schon lange entdeckt, ist halt auch von der Geografie her viel näher als jetzt für Europa. Also Europäer entdecken es auch immer mehr Deutsche kommen. Und dann, ja, wie gesagt, ich habe auch gesehen, auf YouTube gibt es ganz viele Videos. In diese Länder würde ich nie wieder gehen. Katastrophal, schlimm, Horror. Ja, solche Videos findet ihr über alle Länder. Also, das sind Leute, die nicht zurechtgekommen sind. Richtet euch nicht nach denen. Warum ist jetzt Brasilien eine Katastrophe? Warum ist Ungarn eine Katastrophe? Warum ist Kolumbien eine Katastrophe? Leute, die versagt haben, suchen immer einen Schuldigen. Sie sind nie schuld. Oder? Also, deshalb hört nicht auf diese Videos.
Redet besser mit Leuten, die erfolgreich ausgewandert sind, die kritisch sind. Ich sage auch, in Kolumbien ist bei weitem nicht alles perfekt. Für mich stimmt das Gesamtpaket aber. Das ist aber sehr individuell. Noch einmal, ich hab einen anderen Kanal, geht unbedingt mal auf den schauen, wenn euch das Thema interessiert. Dort erkläre ich alles zu Visas, Gesundheitswesen, Steuern. Da geht es in die Details. Dort erzähle ich meine persönliche Auswanderungsgeschichte, dass ihr mich besser kennenlernt. Wir arbeiten hier mit Juristen, mit Wirtschaftsprüfern. Wir verlangen keine exorbitanten Honorare. Einen kurzen telefonischen Anruf, eine kurze Beratung am Telefon. Ich verlange kein Geld. Sehr viele Informationen auf diesem Kanal, da zahlt ihr viel Geld bei irgendwelchen Beratern für Informationen, die ich gerne euch gratis zur Verfügung stelle. Ich leide mit euch mit in Europa. Ich bin froh, bin ich gegangen. Ich bereue es überhaupt nicht. Und für mich stimmt diese Destination. Für viele Leute stimmt wahrscheinlich Kolumbien als Destination. Leider ist sie bei vielen nicht auf dem Radar für Auswanderungsländer. Das sind eher Länder wie die Philippinen. Ja, ist halt eher muslimisch geprägt. Muss nicht heißen, der eine kommt gut damit klar, der andere weniger. Thailand, Ungarn, Spanien, Portugal, Griechenland. Es gibt viele Auswanderungsdestinationen, Kanada, Australien und so weiter. Aber geht weg von euren Vorstellungen, die ihr vielleicht habt aufgrund von Ferienberichten oder irgendwelchen anderen YouTube-Sachen. Schaut euch das möglichst wertneutral an und macht euch diese Liste, was ist mir wichtig. Und vergesst eines nicht: keine Entscheidung treffen, auszuwandern, heißt, ich entscheide mich für das Bestehende. Es ist eben auch ein Entscheid treffen, und zwar für das Bestehende, wo ihr jetzt drin seid. Und das wird sich verändern. Und überlegt auch noch weiter. Im Moment könnt ihr noch auswandern. Was wird ein Staat machen, der ausblutet von Fachkräften? Wenn alle weg wollen, sie werden es euch schwerer machen und schwerer machen. Ihr könnt vielleicht irgendwann euer Geld nicht mehr mitnehmen. Ihr zahlt horrende Wegzugssteuer und so weiter. Man wird da ideenreich sein, um euch das Leben schwer zu machen, Deutschland zu verlassen. Man will euch dort behalten, ihr sollt arbeiten bis zum Umfallen und am Schluss nichts haben. Das ist meine Meinung. Ihr könnt eine andere haben, ist mir egal. Dann kommt das andere dazu. Irgendwann habe ich das Gefühl, bricht eine riesen Auswanderungswelle aus Europa los. Ja, und was machen dann die Länder, wohin die Leute dann einwandern? Die machen die Schotten dicht. Die sagen, ja, wir wollen nicht mehr jeden, wir wollen nur noch Leute, die wirklich Geld haben oder irgendwie dem Land was bringen. Noch könnt ihr auswandern. Wie die Bedingungen verschärft werden, auch wenn es politisch dann Diskrepanzen gibt zwischen BRICS-Ländern und den anderen. Ja, wie ist das mit NATO-Ländern, Nicht-NATO-Ländern und so weiter? Das sind so viele Faktoren und das wird sich zuspitzen. Und irgendwann werden gewisse Schranken runtergehen in gewissen Ländern und die können nicht mehr einwandern. Und auf der anderen Seite, ihr könnt vielleicht nicht mehr auswandern. Seid euch dessen bewusst, es ist wirklich kurz vor 12. Also macht euch aber seriös Gedanken zum Auswandern. Und ihr könnt mich gerne anrufen. Wie gesagt, ich berate euch gerne. Und noch einmal, es sind keine Horrorpreise, die ich verlange. Mir liegt daran, dass ihr erfolgreich auswandern, auch nicht nach Kolumbien. Das muss nicht sein. Aber ich möchte Kolumbien ein bisschen besser zeigen, wie ist Kolumbien, weil ich weiß, viele Leute haben eine Horrorvorstellung. Noch einmal, redet mit Leuten, die in Kolumbien ausgewandert sind. Ihr findet auf diesem Kanal auch Videos, Interviews mit Deutschen, die ausgewandert sind. Schaut euch die an, schaut, was die Leute sagen und nicht die Leute, die es nicht gepackt haben. Und geht auf meinen anderen Kanal. Eben dort gibt's auch ganz wichtige Informationen für euch, alle kostenlos. Bei anderen bezahlt ihr viel Geld dafür. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Zeit. Macht euch Gedanken, wartet nicht zu lange mit eurer Entscheidung. Ein Entscheid zu fällen ist nie einfach, aber nichts zu entscheiden heißt auch entscheiden. Und irgendwann ist es zu spät und ihr kommt nicht mehr weg oder nicht mehr rein. Das sind beide Möglichkeiten bestehen. Also in diesem Sinne, macht's gut, tschüss.